Warum färben wir unser Leder eigentlich selber? Es gibt doch so viele fertige, wunderschöne Produkte von der Stange. Leder aussuchen, bestellen und los geht's. Doch was ist, wenn genau der Farbton, den wir gerade brauchen, nicht zu haben ist? Oder wir wollen kleine Projekte machen, für die es sich nicht lohnt, ständig neue, andersfarbige Lederhäute zu bestellen. Vielleicht wollen wir aber auch kreativ werden und die verrücktesten Färbetechniken ausprobieren. Gründe fürs Leder selber färben gibt es also genug. Und ebenso viele Produkte gibt es, um das Ziel zu erreichen. Aber warum Farbe nicht gleich Farbe ist, das erkläre ich euch in diesem Video. Das hier ist eine Lederfarbe und das hier natürlich auch. Aber auch mit dieser hier bekommen wir es hin, unser Leder zu färben. Doch irgendwie mochte ich den Oberbegriff Färben noch nie, denn Farbe ist nicht gleich Farbe. Wir sollten vielleicht besser von Färben und Bemalen sprechen. Und da sind wir auch schon bei einer Frage, die oft gestellt wird. Wo sind denn da die Unterschiede? Schauen wir mal genauer hin. Beim Bemalen wird die Farbe auf das Leder aufgebracht. Das passiert mit abdeckenden Farbschichten und wir Lederhobbyisten greifen da gerne zu Acrylfarben wie dieser hier. Acrylfarbe hinterlässt, kurz und zugegeben sehr oberflächlich erklärt, nach dem Trocknen eine flexible, farbige Plastikschicht, die quasi auf dem Leder liegt. Gerne genommen für jede Art von dekorativer Malerei auf Leder. Das ist vergleichbar mit einem Lack, der auf ein Stück Holz aufgetragen wird. Und im Gegensatz zu diesem Bemalen gibt es dann halt das Färben. Das machen wir mit einer sogenannten Einzugfarbe. Das hier ist ein typischer Vertreter, Fiebings Pro Dye, meine absolute Lieblingsfarbe. Und wenn wir schon bei den Vergleichen aus dem Holzbereich sind, dann ist das Lederfärben wohl vergleichbar mit dem Beizen. Oder anders, Pro Dye ist wie Tinte und verhält sich auch so. Beim Färben bringen wir diese hochflüssige Farbe in das Leder, manchmal so viel und so tief, dass es komplett durchgefärbt ist und nicht nur an der Oberfläche. Um euch das Ganze mal im Detail zu zeigen, habe ich eine kleine Versuchsreihe vorbereitet. 3 Stücke Blankleder werde ich mit Acrylfarbe und mit Einzugfarbe kolorieren. Mit Acrylfarbe mache ich es zweimal. Einmal direkt aus der Flasche, dann ist sie in diesem Fall etwas dickflüssiger und einmal extrem stark verdünnt. Sehr stark verdünnt ähnelt sie dann in der Konsistenz der Einzugfarbe. Ihr werdet noch sehen, warum mir das so wichtig ist. Die Acrylfarbe trage ich mit einem Pinsel auf. Man kann sie aber auch in der richtigen Konsistenz mit der Airbrush-Pistole aufbringen. Bei der Acrylfarbe, die direkt aus der Flasche kommt, pinsel ich absichtlich dick und plakativ. Pro Dye, also die Einzugfarbe, habe ich mit einem Dauber aufgetragen. Wie ihr seht, alle 3 Lederstücke sind nun unbestreitbar rot. Äußerlich sehr ähnlich, doch völlig unterschiedlich. Und diese Unterschiede liegen halt in der Art, wie die Produkte, sagen wir mal, funktionieren. Und um das deutlicher zu zeigen, schneide ich die Teststücke durch und zeige euch die Schnittkanten. Das ist die Schnittkante von einem acrylbemalten Lederstück. Deutlich ist zu erkennen, dass die Farbe auf dem Leder geblieben ist. Hier nochmal zu sehen beim Auftragen der extrem verdünnten Acrylfarbe. Die Farbe zieht nicht ein, egal wie dünn sie auch sein sollte. Hingegen sieht man bei dem mit Einzugfarbe gefärbten Stück hervorragend, wie die Farbe tief in das Leder eingedrungen ist. Kaum kommt die Farbe in Kontakt mit dem Leder, wird sie schon aufgenommen und quasi aufgesaugt. Und das meine ich mit dem Unterschied zwischen Bemalen und Färben. Völlig unterschiedliche Methoden. Aber auch die Oberflächeneigenschaften ändern sich sehr stark. Hier nochmal das mit Acryl bemalte Leder. Es glänzt, wirkt eher zugekleistert. Und wenn man die Haptik, also das Gefühl beim Anfassen beschreiben sollte, dann fühlt es sich eher kalt und unnatürlich an. Die Acrylfarbe hinterlässt quasi eine Art Plastikhaut auf dem Leder. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Bei der mit Pro Dye gefärbten Oberfläche bleibt die Lederstruktur vollkommen erhalten. Man sieht jedes Merkmal des Narbens und das Leder fühlt sich warm und toll an. An dem Wassertropfen seht ihr, dass das Leder auch nach dem Färben seine natürlichen Eigenschaften wie zum Beispiel die Atmungsaktivität behält. Man nennt sowas auch Anilinfärben. Lasst uns mal die Unterschiede zwischen Einzugfarbe und deckenden Farben zusammenfassen. Farbtöne von Einzugfarben verändern sich mit der Zeit.
wohingegen die Acrylfarbe seinen Farbton länger hält, auch bei hellen Farben. Einzugfarbe kann abfärben. Um das zu verhindern, müssen wir es nachbehandeln. Getrocknete Acrylfarbe jedoch färbt nicht ab. Produkte wie Pro-Dye ziehen tief in das Leder ein. Acrylfarbe bleibt auf der Oberfläche. Mit Einzugfarbe kann man Leder nicht heller färben. Diese Grenzen gibt es jedoch bei Acrylfarbe nicht. Mit ihr kann man Leder problemlos auch in Weiß bemalen. Einzugfarbe ist im Gegensatz zu Acryl nicht wasserabweisend. Das Leder bleibt atmungsaktiv, zumindest so lange, bis ein Finish aufgetragen wird. Acrylfarbe schließt sofort die Oberfläche, was bedeutet, dass das Leder mit Acrylfarbe bemalt kaum bis gar keine Atmungsaktivität mehr aufweist. Mit Einzugfarbe gefärbtes Leder entwickelt eine wunderschöne Patina, was mit Acrylfarbe völlig unmöglich ist. Farben wie Pro-Dye sind nur für vegetabil, also pflanzlich gegerbtes Leder geeignet. Acrylfarbe eignet sich jedoch für jede Art von Leder. Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. Man kann sie eigentlich nicht miteinander vergleichen und wenn man es tut, dann vergleicht man eigentlich Äpfel mit Birnen. Wenn ihr nun wählen müsst, dann solltet ihr euch für die Methode entscheiden, die für euer aktuelles Produkt am sinnvollsten ist. So kann man vielleicht sagen, dass je mehr ein Werkstück mechanisch beansprucht wird, umso besser ist es wohl, Einzugfarbe zu wählen. Zum Beispiel einen einfarbigen Gürtel würde ich immer mit Einzugfarbe färben, weil durch die starke Nutzung die Gefahr besteht, dass sich bei einem flächig bemalten Gürtel die Acrylfarbe abreiben würde oder Risse bekommt. Wird euer Projekt kaum bis gar nicht mechanisch beansprucht wie dieses Lederbild, dann bieten Acrylfarben viele gestalterische Möglichkeiten, die ihr mit Einzugfarbe einfach nicht habt. Oder, und damit beantworte ich dann auch gleich diese Frage hier, ihr benutzt einfach beides. Denn, und das ist das Geniale, es lässt sich jederzeit auf ein mit Einzugfarbe gefärbtes Leder nachträglich Acrylfarbe auftragen. Wie hier zu sehen. Diese Buchhülle habe ich mit Pro-Dye im Used Look gefärbt und anschließend sind kleine Details mit Acrylfarbe hinzugefügt worden. Die Kombination beider Methoden ist wahnsinnig vielseitig. Was ist denn eigentlich leichter in der Handhabung? Nun ja, einen Pinsel nehmen und ein kleines Motiv wie diesen Vogel mit Acrylfarbe auf Leder zu malen ist relativ einfach und führt schneller zu Erfolgserlebnissen. Zumal man mehrere Schichten übereinander malen kann. Das hilft schon mal, wenn ein kleines Missgeschick passiert ist. Acrylfarbe lässt sich besser korrigieren, weil übermalbar. Da hat man es bei Einzugfarbe schon schwerer. Einmal im Leder habt ihr, außer es dunkel zu färben, keine Chance auf Korrektur. Deshalb ist sie schwerer zu beherrschen als Acrylfarbe, egal ob ihr großflächig färbt oder sie zum Kolorieren eurer punzierten und modellierten Werke verwendet. Man muss halt ein paar Basics beherrschen und dann ist das Färben mit zum Beispiel Pro-Dye auch kein Hexenwerk mehr. Von all den Fragen, die mich zum Lederfärben erreicht haben, finde ich eine am interessantesten. Ist es nicht sehr teuer, Leder selber zu färben? Da gibt es eigentlich nur eine klare Antwort. Nein, ist es nicht. Wie am Anfang erwähnt, gibt es viele gefärbte Leder heute bei unzähligen Händlern zu kaufen. Aber stellt euch vor, ihr wollt zum Beispiel viele Hundehalsbänder in unterschiedlichen Farben herstellen. Kauft ihr dann jeweils eine Haut in jeder Farbe? Oder wäre es dann nicht vielleicht einfacher, eine Lederhaut zu kaufen und genau die Stücke selber zu färben, die ihr gerade braucht? Und das auch noch in eurer Wunschfarbe. Natürlich gibt es da Grenzen. Ich beziehe mich hier immer auf pflanzlich gegerbtes Leder. Ich glaube, man muss kein Mathe-Genie sein, um zu erkennen, dass Selberfärben in diesem Bereich sehr viel Geld sparen kann. Mal ganz abgesehen von den unterschiedlichen kreativen Möglichkeiten, die euch Lederfarben bieten. Aber dazu mehr in späteren Folgen, wenn es um Techniken geht. Ihr seht, Farbe ist tatsächlich nicht gleich Farbe. Und egal welches Projekt ihr demnächst angeht, das Wichtigste ist, ihr verliert die Angst vom Selberfärben. Und darum geht es auch in dieser Serie, euch die Möglichkeiten zu zeigen, die man hat, wenn man Leder selber färbt. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, dann schreibt sie doch einfach in die Kommentare unter diesem Video. Wie ihr es schafft, keine neue Folge zu verpassen, das sollte eigentlich klar sein, oder? Genau, Abo-Button drücken und diese kleine Glocke aktivieren, dann werdet ihr informiert. Für heute war es das. Ich wünsche euch viel Spaß beim Selberfärben und wir sehen uns. Bis bald. Thank you.